Hallo Leute, und zwar möchte ich euch heute sozusagen im ersten Teil der Druckerverbesserung, also ich möchte meinen Drucker ein bisschen besser aufrüsten, ein bisschen Brandschutz, also feuersicherer machen oder gegen Kabelbrände sicherer machen. Und ich habe einige Teile bestellt, die ich jetzt in den nächsten Teilen anbauen möchte und euch dann ein Video darüber machen möchte, wie ich die anbaue. Dies ist der erste Teil, wo ich einmal zeige, was ich jetzt alles so bestellt habe. Da haben wir hier einmal diese ganzen Steckverbinder oder Kabelendstücke, um sozusagen alle Kabel, die irgendwo nur so drin stecken, Endstücke raufzusetzen, dass das einfach viel besseren Kontakt gibt. Zum Beispiel so hinten am Netzteil, da stecken die ja auch einfach nur so drin, oder auch direkt irgendwie auf dem Motherboard. Da möchte ich einmal sozusagen das alles machen. Dann habe ich mir weitere Kabel bestellt. Das sind Kabel, die auch im Kfz benutzt werden können. 2,5 mm Durchmesser. Und da werde ich auf jeden Fall diese Zuleitung zum Heizbett, also die Heizleitung und zum Druckkopf, die möchte ich eigentlich gerne austauschen durch neue Kabel, die ein bisschen mehr abkönnen. Dann habe ich ich packe das hier einmal aus, Schalter bestellt für das Power Supply, also für das Netzteil. Auch hier will ich gerne mit den Kabelendstücken, also ich habe hier auch welche, die sozusagen diese Schiebedinger haben, die man hier raufschieben kann, arbeiten und nicht löten. Ich hoffe, das klappt alles, weil ich bin nicht so lötbegabt und möchte eigentlich alles ohne Löten lösen. Da sind vielleicht auch noch bei euch andere auch dabei, die so das Löten ein bisschen abschreckt. Dann habe ich hier ein MOSFET. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, so ein bisschen. Ich will es aber jetzt nicht auspacken, weil das ist ja diese antistatische Verpackung und das ist ja eine Platine. Das MOSFET ist dafür da, um den Strom vom Motherboard, kurze Erklärung, also auf dem Motherboard ist ja eine Zuleitung vom Netzteil einmal rein und dann sind die Ableitungen zum Heizbett und also die Strom, also zum Heizen und zum Druckkopf da dran, und das kann dieses Motherboard eben überlasten und dadurch kann es zum Kabelbrand kommen, gerade so an diesen grünen Steckern, wo dieser Strom durchfließt, und diese MOSFETs sind dafür da, um den Strom am Motherboard vorbeizuleiten. Da habe ich jetzt noch einen zweiten bestellt, der ist unterwegs, also weil ich möchte gerne den Strom vom Heizbett und vom Druckkopf umleiten, und man braucht für jedes ein eigenes. Das wäre dann hier das erstmal fürs Heizbett, und das andere ist gerade noch unterwegs. Ich hoffe, das kommt die nächsten Tage an, dass ich dann beide gleichzeitig auch einbauen kann. Dann habe ich hier noch, wo ist denn hier die Öffnung? Mal gucken. Ja, Moment. So. Mal kurz. Dann habe ich hier diese Gleiter, die unten dran sind, also bessere, mit denen, ja, wie heißen die jetzt? Ich weiß es jetzt nicht. Was steht denn hier drauf? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das die Dinger, die auf den Stangen gleiten. Da habe ich mir welche bestellt. Insgesamt sind hier 8 drin, 7 braucht man, glaube ich. Dann gleitet sozusagen alles um einiges besser. Soll mit denen viel weicher und leiser und softer funktionieren, und dadurch wird der Druck natürlich auch besser, wenn er nicht stoppt. Die möchte ich gerne austauschen. Dann habe ich mir hier schon mal so eine Halterung ausgedruckt. Die passt noch nicht perfekt für eine Actioncam, die ich dann direkt ans Heizbett dran, dass ich dann auch Filmaufnahmen machen kann. Da muss ich noch mal gucken, wie ich die anbringe. Das ist aber auch ein Auftrag, den ich mir noch gesetzt habe. Und dann nochmal so als kleinen Tipp, warum mache ich das alles? Weil ich habe immer wieder gelesen, es kommt eben zum Kabelbrand. Und entweder am Motherboard, und die Kabel, also gerade das zum Heizbett, werden ziemlich heiß, schreiben immer Leute, und dann kannst du wieder am Motherboard durchbrennen.
oder hinten am Heizbettstecker. Ich habe immer gedacht, so, die Probleme hatte ich bisher nicht. Ich heize ja auch nur auf 60 Grad auf, weil ich nur PLA druck. Habe dann aber doch mal mein Kabel angefasst, kochend heiß. Habe dann mal den Motherboard-Stecker rausgezogen und festgestellt, dass ich auf der Seite vom Minuspol, also da wo das schwarze Kabel reingeht, schon eine leichte bräunliche Verfärbung am Netzstecker. Also da wird das Plastik so ein bisschen bräunlich. Also ich stehe da auch irgendwie anscheinend kurz vorm Durchbrennen. Und das war jetzt so der Grund für mich zu sagen, oh, da muss ich was tun. Solltet ihr vielleicht auch mal alle mal überprüfen, wenn ihr druckt und das Heizbett läuft, fasst mal das Zuleitungskabel, also das Stromkabel zum Heizbett an, oder mal den grünen Stecker am Motherboard, der zum Heizbett führt, oder eben auch den weißen, ob die bei euch auch richtig heiß sind. Und zieht da einfach mal die Zuleitungsstecker raus, also den weißen hinter dem Motherboard oder den grünen, den weißen am Heizbett oder den grünen am Motherboard, um zu prüfen, ist da auch schon irgendwie was angeschmolzen oder bräunlich verfärbt. Weil es ist natürlich nicht schön, wenn es zum Kabelbrand kommt und ihr habt das nicht gerade im Blickfeld, oder es ist allgemein nicht schön, auch wenn ihr das gleich löscht. Also einfach aufpassen, da scheint es Probleme zu geben, deswegen habe ich das jetzt hier alles mal gemacht. Ja, das war Teil 1, einfach nur mal die Teile vorstellen. Die nächsten Tage werde ich das dann einbauen, auch wenn erst so das zweite MOSFET hier ankommt, weil sonst fange ich ja nochmal wieder an. Und das werde ich dann mit Video dann irgendwie versuchen zu begleiten, dass ich vielleicht mal Drucker hier in diesem Bereich stelle und dann irgendwie versuche das zu zeigen. Das ist, habe ja 2 Kameras, die eine kann ich dann vielleicht frei bewegen. Und dann gucke ich mal, dass ich das irgendwie dokumentiere, wie ich das alles tue. Werde ich bestimmt noch auf Probleme stoßen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, bis dann und tschüss. Danke erstmal fürs Zugucken.